Die Gürtelrose oder Varicella zoster. Es kommen immer gehäuft Patienten mit einer Zoster-Infektion bzw. der Gürtelrose. Daher nochmal die Gürtelrose kurz erklärt. Es sind die ganz einfachen Windpocken, mit denen wir uns als Kinder infizieren. Es handelt sich um ein Herpesvirus. Dieses Virus, ja, es heißt das Virus, nicht der Virus. Dieses Virus bleibt in den Spinalganglien, das heißt in den Nerven des Rückenmarks ein Leben lang und schlummert ein. Sobald es zu einer Immunschwäche kommt, Stress etc., können die Viren wieder reaktiviert werden und die typischen Bläschen vergesellschaftet mit den entsprechenden Schmerzen auslösen, die man bei der Gürtelrose sieht. Je nachdem, welches Segment betroffen ist, sieht man auch in den entsprechenden Hautarealen die Bläschenbildung. Es gibt aber auch ganz gemeine Arten, die keine Bläschen machen, sondern nur Schmerzen. Und da ist das Problem, dass die Patienten meist nicht primär neurologisch vorstellig werden. Daher wird die Behandlung erst viel zu spät eingeleitet, was letzten Endes eher schlecht ist für die Prognose. Wenn man die Zoster-Infektion frühzeitig diagnostiziert, dann ist die Behandlung ganz einfach mit bestimmten antiviralen Mitteln. Wenn die Zoster-Infektion jedoch zu spät behandelt wird, da besteht die Gefahr, dass nach dem Abklingen der Infektion immer noch Schmerzen übrig bleiben, die auch im schlimmsten Fall immer wieder mal auftreten. Gefährlich kann es werden, wenn die Hirnnerven mit betroffen sind, zum Beispiel der Gesichtsnerv oder der Hirnnerv. Da muss man wirklich sehr schnell agieren, denn es kann zu irreversiblen Schädigungen der Hirnnerven kommen.